Hallo, meine lieben Zuschauer. Und, wie heißt es? Willkommen bei Onkel Wuschel. Ja, heute mal, lassen wir es mal entspannt angehen. Ich habe vielleicht ein bisschen was Besonderes für euch. Etwas, äh, was ihr bei mir hier eigentlich noch gar nicht gesehen habt. Ich befinde mich auf einer Tour, die mich von Jasionka kurz vor der ukrainischen Grenze in Polen über Wien nach Frankfurt bringt. Und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg nach Wien. Bin also von Jasionka dann abgebogen in Tschechien auf die D1. Die D1 bin ich jetzt die ganze Zeit gefahren. Ja, und irgendwann muss ich die D1 verlassen. Ich zeige euch herbstliche Eindrücke aus dem Oderwald. Oder, sagt uns das irgendwas? Ja, das ist genau dieser Fluss, der im Grunde auch die Grenze zwischen Polen und Deutschland markiert. Die Oder, die hier im Oderwald entspringt, im Grunde genommen genau hier. Hier ist die Wasserscheide, wo sich die Flüsse entscheiden, ob sie nun zur Ostsee oder zur Donau fließen. Und die Oder entspringt hier und rechts von uns fließt sie dann weg in Richtung Ostsee. Nicht zu verwechseln mit der Oder im Harz. Ja, da gibt es auch einen Fluss, der heißt auch Oder. Aber der fließt im Grunde genommen über die Ruhme Leine dann in die Aller. Mein Heimatfluss, den kennt ihr ja auch schon. Habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Die Aller, die durch meine Heimatstadt Celle fließt. Aber nein, ich meine jetzt die Oder, die dann also als Grenze zwischen Deutschland und Polen in die Ostsee fließt. Ich wollte euch noch mal mit ein bisschen bunten Herbstwäldern konfrontieren. Wie gesagt, ich bin noch auf der D1, auf dem Weg nach Brünn oder Brno, wie es in der Tschechei heißt. Aber ich muss jetzt gleich die D1 verlassen und mich auf die D35, die Europastraße E442 begeben. Und ich fand das landschaftlich so schön, dass ich gedacht habe, das zeige ich euch mal. Ich hatte euch gesagt, ich bin auf der Tour von Jasionka über Wien nach Frankfurt, so dass wir heute im Grunde genommen ein dreigeteiltes Video haben. Und der erste Teil ist hier die wunderschöne Herbstlandschaft im Oderwald in der Tschechei. Habt ihr bei mir noch nicht gesehen? So, ihr seht gerade, die D1 führt jetzt geradeaus weiter. Aber die Beschilderung zeigt euch schon, dass aber auch der Pkw-Verkehr im Grunde genommen gar nicht über die D1 nach Brünn geführt wird. Nein, die wollen also tatsächlich, dass alle hier über diese Umleitungsstrecke fahren. Das ist sehr interessant. Und man sieht ja auch, es kamen uns gar keine LKWs entgegen. Ihr seht, die kommen alle hier von der D35, wo wir jetzt drauf einbiegen. Und das war eine, naja, schöne herbstliche Stimmung. Ne? Das erinnert so ein bisschen an das Video vom Spessart. Dazu muss ich ja nun sagen, das Spessart-Video, das ist genau auf dieser Tour entstanden. Ich habe das vorher mal als Highlight rausgeholt. Kommt heute natürlich nicht mehr. Aber das war genau diese Tour. Da ist das Spessart-Video entstanden. Oh, das war so schön. Guck mal, Mischwälder sind das hier. Aber habe ja gesagt, der Spessart ist was Besonderes. Ja, was Besonderes in Deutschland. Hier in der Tschechei finden wir Ähnliches. Also ich finde, das sieht schon toll aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So bunt alles, ne? Da
alle Farben. Das leuchtet in allen Farben. Und das war also jetzt Ende Oktober, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon ziemlich spät. Man sagt ja so, der meteorologische Herbst beginnt im September, aber da sind die Bäume eigentlich noch so richtig schön grün. Aber jetzt hier im Oktober, da, oh, knallige Farben und so schön alles. So, jetzt kommt nicht auf die Idee zu sagen, hier Tunnelfahrt. Nee, das ist eine Grünbrücke, eine sogenannte Grünbrücke, wo das Wild oben drüber laufen kann. Ja, das finde ich eigentlich keine schlechte Sache. Der Mensch baut Autobahnen und lässt für das Wild einfach keinen Platz. Dann finde ich das schön, dass sie ab und zu das mal machen, dass sie sicher da über die Autobahn kommen. Und schaut mal hier, Elefantenrennen. Aber äh, ich habe in Jasionka ein Triebwerk abgeladen. Das heißt, nach Wien bin ich jetzt leer unterwegs. Und da habe ich natürlich gar keine Probleme. Komme hier den Berg so wunderbar. So, habt ihr das gesehen? In dem Spessart-Video hatte ich euch den LKW gezeigt, der ja, nicht ganz so dicht. Aber hier, das war der Schockmoment. Der ist mir quasi in die Windschutzscheibe reingefahren. Habt ihr das gesehen? Also, haben mich ja sowas verjagt. Vor allem, er kam so unvermittelt. Ja, ja. Äh, Da habe ich im Spessart-Video genug drüber gesagt, lasse ich jetzt sein. Nein, das ist fürchterlich. Da kann ich mich also. So, jetzt schaut mal da mal nach links. Was seht ihr da? Ja, der wurde immer langsamer. Ich denke, was ist denn jetzt los? So, und dann geht plötzlich da, konnte das erst nicht entziffern. Ich dachte schon, der wollte mich da rausziehen. Dachte, hast du was verkehrt gemacht? Nee, war mir eigentlich keiner Schuld bewusst. Ja, das ist etwas, was man eigentlich so eher selten erlebt. Ein Safety Car. Der hat sich da vorgestellt und den rückwärtigen Verkehr abgebremst. Fährt jetzt in der Mitte, dass keiner an ihm vorbei kann. Ja, ab und zu, ich bin ja nun sehr viel auf der Autobahn unterwegs. Ich kriege sowas manchmal mit. Aber nun hatte es mich auch betroffen. Und dann wird das wirklich sehr langsam. Er wurde immer langsamer. Man sieht das jetzt. Man sieht hier eigentlich immer nur noch die Bremslichter von den Autos vor mir. Ja, ich denke, was Wunder da jetzt los ist. Wenn wir jetzt da gleich um die Ecke kommen, dann sieht man da und es sieht irgendwie so aus, als wäre da Rauch oder sowas. Nö, das war nur Dreck von der Baustelle. Das war gar nicht das Problem. Ja, ich habe ein paar Teile da rausgeschnitten. Das ging also insgesamt ziemlich lang, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, wir werden immer langsamer, immer langsamer. Da hinten, da die Rauchwolke, dachte ich. Ich dachte, da wäre irgendwas passiert, ein Unfall oder sowas. Nö, war es gar nicht. Das waren nur die Bauarbeiter, die da Müll gemacht haben. So, jetzt hat er die Stelle erreicht, steigt aus und ich habe vergeblich versucht herauszufinden, was macht er denn da jetzt eigentlich? Vielleicht könnt ihr irgendwas entdecken. Nein, ich habe nichts gesehen. Und auch als ich das Video zusammengeschnitten habe, habe ich nichts gesehen. Oh, in Seelenruhe steht er da jetzt, kramt irgendwas da hinten. Hat er wahrscheinlich seine Handschuhe geholt oder was auch immer. Aber es sieht so aus, als holt er da irgendwas von der Fahrbahn. Ja, aber was? Und schmeißt das jetzt da einfach in die Ecke. War das ein Rucksack oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber naja, mal was Besonderes, das wollte ich euch mal zeigen. Das sieht man ja nicht alle Tage. So, und jetzt löst sich gleich alles im Wohlgefallen auf. Und weiter geht's. Wir sind jetzt übrigens auf der A3. Ich sagte ja, das sind 3 Teile. Und ihr seht jetzt hier Randersacker. Das eben mit dem Safety Car, das war am Kreuz Bibelried, kurz vorm Kreuz Bibelried. Und jetzt kommt das Maintal bei Würzburg. Also landschaftlich auch sehr schön. Das ist noch nicht der Spessart, aber
Da, gut, in der Würzburg, da beginnt dann auch der Spessart. Wie dieses Gebirge jetzt heißt oder diese Berge, keine Ahnung. Habe ich in der Kürze der Zeit auch nicht herausgefunden. Aber hier sieht man im Grunde genommen auch, dass da schon die Kiefern und Fichten ein wenig überwiegen. Ja, es sieht noch sehr schön bunt aus. Und jetzt fahren wir über den Main. Aber ganz ehrlich, man sieht ihn gar nicht. Aber dafür haben wir unsere Brücke. Doch, da ist er, der Main. Habt ihr gesehen? Mal ganz schwach war das zu erkennen da zwischen den Büschen. Oh, das ist eigentlich auch eine wunderschöne Gegend. Aber in erster Linie zeige ich euch diesen Teil aus einem ganz anderen Grund. Das war eine lange Baustelle, die nun mittlerweile fertig ist. Da war eigentlich jeden Tag Stau. Und jetzt beginnt das, wo ich mir nicht so absolut sicher bin, ob mir das gefällt. Die neue, sagen wir mal, Einhausung der A3 beim Rasthof Würzburg. Futuristisch sieht es aus. Aber es verdeckt die Sicht auf die eigentlich auf das wunderschöne Maintal. Ja, es hat irgendwo was. Und wenn man jetzt hier hochfährt zum Rasthof Würzburg, dann hat man die Aussicht auch wieder. Aber bleibt man auf der Autobahn, sieht man gar nichts, außer hier die Einhausung. Naja, und ihr seht, ich bin leer, also komme ich hier auch sehr zügig den Berg hoch. Der ist nämlich ganz schön steil, das kriegt man hier im Video gar nicht so doll mit. Ja, ihr wisst, dass ich es im Grunde genommen am selben Tag gemacht habe. Das Wetter fängt an, besser zu werden. Ich hatte ja gesagt im Spessart-Video, ja, die Wolken passen irgendwie, ne? Machen das Ganze noch so ein bisschen dramatischer. Bei der Grünbrücke vorhin habe ich gesagt, nö, freut euch nicht zu früh, keine Tunnelfahrt. Aber die steht uns jetzt bevor, hier in Heidingsfeld. Und endlich kommt auch das Maintal wieder so ein bisschen in die Sicht. Jo, bis zum Tunnel. Und dann war es das schon wieder. Die komplette Tunnelfahrt erspare ich euch, aber ihr sollt ihn wenigstens mal gesehen haben. Und ich kann sagen, ja, kein Stream ohne Tunnelfahrt. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, damit ihr euch nicht langweilt hier bei mir im Video. Es geht weiter in Richtung Frankfurt. Mittlerweile habe ich das Triebwerk ja drauf, aber das wiegt ja kaum was. Insofern war das eigentlich egal. Ihr seht jetzt gerade, wir sind am Dreieck Kirst, heißt das, glaube ich, wo es da nach Stuttgart, die A81 nach Stuttgart abgeht. Und jetzt noch mal ein paar wirklich schöne Ausblicke. Es geht jetzt bergab. Ihr seht die Schilder auf der rechten Seite, Stuttgart-Heilbronn. Ja, natürlich. Da führt die A81 hin. Eine Strecke, die ich sehr häufig gefahren bin, als das Fahren noch so fürchterlich langweilig war. Immer wieder dieselbe Strecke. Ja, von Hamburg nach Sindelfingen oder Böblingen. Ach, das war eigentlich eine sehr schöne Strecke und ich hoffe, ihr stimmt da mit mir überein, dass man so im Herbst also wirklich so tolle Ausblicke hat. Hat mir sehr gefallen. Und wie immer entlasse ich euch jetzt in den wohlverdienten Sonntagabend. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal wieder bei mir vorbei. Übrigens seht ihr, dass sich da immer so was da mein Kaffeebecher, der spiegelt sich im Fenster. Hat euch das gefallen?
Och, dann würde ich mich doch ganz gewaltig über ein Like freuen. Vielleicht auch ein Kommentar. Und bis dahin sage ich, wie immer, macht es gut. Wir sehen uns.